Ich werde mit euch ein bisschen raus in die Wüste laufen, mich an die Sphinx setzen, für mich einer der wichtigsten Orte hier. Und weil ich die ägyptische Geschichte und die ägyptische Kultur sehr lange selbst studiert habe und einfach unglaublich faszinierend finde, weil wir bilden uns heute so viel auf unseren Fortschritt, auf unsere Technologie ein, aber es sind gleichzeitig auch so viele Dinge verloren gegangen. So viele Sachen, die diese alten Kulturen bewerkstelligt haben, die wir heute gar nicht mehr hinkriegen würden. Und ich weiß, dass viele Antworten für die Menschheit in der Vergangenheit liegen und wir uns aber so sehr auf Äußerlichkeiten beziehen und so sehr probieren, die Antwort in physischen Sachen zu finden, dass die Zufriedenheit nie wirklich Einzug halten kann, wenn wir nicht verstehen, dass Glück und Zufriedenheit aus uns selber kommt und nicht abhängig von irgendwelchen Dingen sein sollte, Dinge, die wir kaufen, materialistische Sachen, sondern dass das eine innere Haltung zum Leben ist. Und umso mehr ich diese Erkenntnis gesammelt habe, umso mehr ich daran gearbeitet habe, muss ich wirklich sagen, ich bin an einem Punkt, dass ich einfach glücklich bin, am Leben zu sein. Glücklich, dieses faszinierende Leben zu leben, mit anderen Menschen, anderen Kulturen, Erfahrungen machen zu dürfen. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Und wenn mir ein Satz immer wieder irgendwie ins Gedächtnis kommt, den ich in der letzten Woche gehört habe, dann, dass wir alle irgendwann sterben, aber es nicht darauf ankommt, sondern die Frage ist, wie wir leben. Deshalb frag dich, wie möchtest du leben? Wichtig ist der Moment. Der Morgen ist nicht versprochen und das Gestern ist Vergangenheit. Was machst du in diesem Moment, um dein Leben besser zu machen, um die Menschen um dich herum zu inspirieren und um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Denn wenn jeder von uns so durchs Leben geht, können wir diese Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen. حبيبي مرحبا حبيت الحصان تحت امرك انا اسمي ربيع قشطة قشطه كله قشطه حلوة قوي. حبيبي I love you too. Have Christmas. Ich war in meinem Leben bestimmt schon 50 Mal in den Pyramiden und jedes Mal fasziniert es mich aufs Neue. Diese Bauwerke, die so majestätisch in den Himmel ragen, mitten in der Wüste, das ist so krass. Und all die Theorien, die wir inzwischen aufgestellt haben, wie sie erbaut wurden, wo die Steine herkommen, welchen Grund sie haben, ist ja alles nur Theorie. Keiner von uns war damals da. Und ich glaube, wir liegen mit vielem richtig, aber auch mit sehr vielem tappen wir tatsächlich noch im Dunkeln. Das Faszinierende ist, dass viele dieser Bauwerke, ob in Mexiko, im Amazonas, Ägypten, dass die alle ziemlich viel Gemeinsamkeiten haben, als hätten sie den gleichen Architekt gehabt. Man bezweifelt natürlich, dass die damaligen Kulturen miteinander Kontakt hatten, weil man sagt, dass sie noch nicht übers Meer reisen konnten. Und wir gehen davon aus, dass die Menschen während der Eiszeit noch nicht gelebt haben. Aber wir finden immer mehr Indizien, dass die Menschheit viel, viel älter ist, als wir glauben. Ich habe auch beschlossen, in Zukunft meinen YouTube-Channel weiter in Englisch zu filmen. In erster Linie, weil ich wesentlich mehr Menschen erreiche und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Deshalb habe ich lange mit mir selbst gekämpft, so mache ich das in Deutsch, mache ich das in Englisch. Und ich werde sicherlich auch immer mal wieder Content auf Deutsch machen, gerade wenn ich in Deutschland bin. Aber ich weiß, dass es mir keiner übel nehmen wird, wenn ich auf Englisch switchen werde, weil ich erwarte, dass ihr alle ein bisschen Englisch sprecht. Und ihr werdet immer Untertitel finden für die, die halt kein Englisch verstehen. Ihr werdet immer deutsche Untertitel haben. Aber um alleine meine afrikanische Hälfte zu erreichen, die Freunde, die ich in Ägypten habe, die Freunde, die ich auf der ganzen Welt habe und ich die Möglichkeit habe, mit ihnen meine Erfahrungen zu teilen, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, meinen Content in Zukunft weiter auf Englisch zu machen. Und das wird wahrscheinlich hier eins der letzten Videos sein, wo ihr mich Deutsch sprechen hört, auch wenn ich immer mal wieder switchen werde. Aber es ist mir einfach wichtig, den Menschen einen Mehrwert zu geben. Und wenn ich mehr Menschen mit der englischen Sprache erreichen kann, dann sollte ich das auch tun. Und ich weiß, dass ihr es versteht. Ich bin in erster Linie jedem Menschen dankbar, der sich meine Vlogs angeguckt hat, der an meinem persönlichen Leben interessiert ist, weil ich glaube, nur wenn ihr ein bisschen was von mir erfahrt,
für was ich stehe, für meine moralischen Werte, könnt ihr auch nachvollziehen, wo mein Weg hingeht. Ich habe einige Projekte für das Jahr 2025 geplant und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ihr dürft wirklich gespannt sein. Das nächste Jahr wird sehr, sehr krass. Und ich bin motiviert, euch mitzunehmen, so viel wie möglich zu teilen. Andererseits geht es mir nicht darum, mein ganzes Leben mit der Welt zu teilen und jeden Einblick, sondern die Sachen, die mir persönlich wichtig sind, wo ich das Gefühl habe, dass andere Menschen da was mitnehmen können. Und ja, die richtige Mischung, die richtige Balance zwischen meinem eigenen privaten Leben und meinem YouTube-Channel und dem, was ich gerne anderen Menschen zuteil werden lasse. Einfach da eine gute Balance zu finden. Für die Leute, die noch nicht in Ägypten waren, das Land hat sich sehr, sehr verändert in den letzten 15 Jahren. Es ist nicht mehr dasselbe Ägypten, was ich als Kind kenne. Das Land ist durch eine starke Revolution gegangen, wo viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind mit der Hoffnung der Besserung. Doch leider ist das Land eigentlich wieder zurück in die Vergangenheit gefallen und es ist schwieriger als vorher. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen sich wahrscheinlich nicht mehr trauen, nochmal auf die Straße zu gehen, um für Veränderung zu kämpfen. Und der arabische Frühling damals hat vieles hier in Nordafrika in Gang gesetzt. Fing mit Tunesien an, ist nach Algerien übergeschwappt und alle Länder drumherum, ob es Marokko war, Ägypten, haben die Möglichkeit gehabt, ihre Gesellschaft zu verändern, in eine liberale, freiere Zukunft zu blicken. Doch bei den wenigsten hat es wirklich funktioniert. Und das ist für mich hart zu sehen, denn dieses Land hat unglaublich viele junge Menschen, qualifizierte Menschen mit Abschlüssen, die studiert haben. Aber diese Abschlüsse werden leider bei uns im Westen nicht anerkannt. Und das Leben ist wirklich sehr, sehr hart. Ich meine, was lebenswert ist, definiert immer jeder für sich selber. Ich bin hier mit der Gang. Das sind die Junioren aus meiner Straße, die hier irgendwann alles übernehmen, seitdem ich klein bin. Die waren so winzig, so klein. Aber die meisten Menschen würden, wenn sie könnten, dieses Land verlassen. Und es ist schade, weil kein Mensch würde eigentlich sein Land verlassen, wenn er die Möglichkeit hätte, hier ein zufriedenstellendes Leben zu führen, seine Familie zu ernähren, seine Träume zu folgen, sich authentisch dem Leben zu zeigen, ohne seine Äußerungen zu bedenken, freie Meinungsäußerung, ein Land, in dem kein Krieg herrscht und wirtschaftlich alles gut läuft, dann gibt es keinen Grund, dass Menschen zu uns in den Westen kommen wollen oder nach Amerika auswandern wollen. Und es gibt natürlich auch ein Interesse, gerade dieser Staaten, ihre jungen Menschen zu behalten, weil wenn alle diese Menschen das Land verlassen würden, bricht einfach dann ein Riesenteil an Arbeitskräften weg, die natürlich woanders mehr Geld verdienen und es dem Land hier nicht zugutekommt. Deshalb kann man das irgendwie mit zweierlei Maß messen. Und es ist sehr, sehr schwer für mich, weil ich einfach zwei Nationalitäten in mir trage, in Deutschland wirklich Zufriedenheit zu finden. Obwohl ich alles habe, was ich brauche, aber das Leben besteht halt aus einem Miteinander. Und wenn wir nicht miteinander können und nur noch für uns selbst leben, dann ist die Frage, was dieses Leben überhaupt wert ist. Und das ist, was ich an Ägypten und an diesen arabischen Kulturen, afrikanischen Kulturen so schätze, ist einfach die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Das werden viele bei uns in Deutschland nicht nachvollziehen können, aber ihr müsst doch verstehen, dass die Menschen, die aus diesen Ländern nach Deutschland kommen, sich anpassen und teilweise gar nicht die Persönlichkeit an den Tag legen, die sie hier haben. Viele Dinge könnten sie hier gar nicht tun, die sie bei uns tun. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Gewisse Menschen widersetzen sich den Gesetzen bei uns, respektieren nicht die Freiheit, die sie bei uns genießen dürfen und verhalten sich wie Scheiße. Und das sind Dinge, die sie in ihren eigenen Ländern nie tun könnten, weil die Bestrafung viel höher wäre und die Konsequenzen einfach dafür sorgen würden, dass sie das nicht einmal machen würden. Es ist schwer, das Ganze in Schwarz und Weiß einzukategorisieren, weil das Leben besteht halt nicht aus links und rechts. Das Leben besteht aus vielen Möglichkeiten, vielen Richtungen, vielen verschiedenen Schattierungen. Aber ich probiere das Beste aus meinen Erfahrungen und aus den Erkenntnissen, die ich von meinen Reisen und aus diesen verschiedenen Kulturen mitnehmen darf, zu ziehen. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich damit wirklich gut gefahren. Ihr habt in meinem Vlog schon gehört, dass ich mich in Deutschland nicht mehr ganz so wohl fühle, obwohl ich dankbar bin für alles, für die Bildung, die ich erfahren durfte, die Freiheit, die ich als deutscher Staatsbürger hatte. Aber viele Dinge mir einfach fehlen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich 100% ich sein kann. Weil ich mich immer der deutschen Gesellschaft anpassen muss, um akzeptiert zu werden und um voranzukommen. Und ich weiß, das Einzige, was ich authentisch 100% machen kann und in dem ich am besten bin, ist, ich selbst zu sein. Und ich bin nicht mehr bereit, da irgendwelche Kompromisse einzugehen. Deshalb habe ich für mich den Entschluss getroffen,
immer 100% der Mensch zu sein, der ich bin. Ob ich andere Menschen damit vor den Kopf stoße oder nicht. Es tut mir leid, wenn ich es tue, meine Absicht ist es nicht, aber ich möchte mit Integrität durchs Leben gehen, dass Menschen auch mein Wort ernst nehmen und einfach wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass das, was ich sage, das ist, was ich auch wirklich spüre. Und kein Affenzirkus, um andere Menschen zufriedenzustellen. Das ist wirklich mir das Wichtigste geworden. Und das ist das, woran ich weiter arbeiten werde. So, ihr Lieben, ich packe jetzt mein Zeug. Ich habe noch einen Termin, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, aber ich werde euch weiterhin mitnehmen. Ich habe noch einen kleinen Trip ins Cairo Museum vor. Ich werde euch auf jeden Fall mit ins Museum nehmen. Es ist leider noch nicht komplett fertig. Ich glaube, 30% werden inzwischen ausgestellt. Und ich werde euch so viel zeigen, wie ich kann, weil es unglaublich beeindruckend ist. Ich bin ein großer Fan der ägyptischen Geschichte, der ägyptischen Kultur und würde euch gerne teilhaben lassen.